Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Fürs Wochenende machen wir eine kleine Auswahlmöglichkeit, eine Nachricht für uns. Könnt ihr wählen. Und ich würde sagen, wir nehmen heute mal wieder eine Rune. Die könnte ich auch mal wieder öfter einbeziehen. So, dann würde ich sagen, wir lassen das mal so stehen. Sucht euch eine Seite aus oder besetzt beide mit Personen oder mit Themen. Ich nehme diese Seite. Gucken wir, was drunter ist. Wir haben das Teilen. Hier geht es darum, von der Fülle, die man selber besitzt, auch was weiterzugeben, damit das alles im Flow ist. Und es geht darum, sich in Bewegung zu setzen. Ne? Das kann jetzt geistiger Natur sein oder auch überhaupt auf der Erde. Vielleicht an sich ist es auch an der Zeit, mal drüber nachzudenken, mit wem man Bewegung teilen könnte. Also mit wem man sich zusammen bewegt. So, dann haben wir eine Hochzeit. Es kann jetzt ein tatsächliches Ereignis sein, es kann aber auch sein, dass es darum geht, dass man eine gute Zeit erlebt, dass Beziehungen wieder näher zueinander kommen. Es geht um das Eingestehen der wahren Gefühle. Möglicherweise muss man sich überlegen, was man tatsächlich möchte. Ehrlich zu sich selber sein. Und wir haben hier den Mond, dieser vereinigt Gegensätze und schenkt den Schlaf des kleinen Todes, des Vergessens, um neu geboren zu werden. Also hier ist sowas, was sich ganz neu konstruiert. Etwas, wo man vielleicht auch wieder beziehungsfähiger ist, mehr mit anderen interagiert. Und hier haben wir tatsächlich auch noch die Rune für die harmonischen Beziehungen, fürs Vertrauen in andere Menschen. Das ist jetzt recht spannend, denn hier haben wir ja das Thema Bewegung und bei der Rune ist auch ein Pferd drauf oder hat den Bezug zum Pferd. Und auch da geht es wieder um die Entwicklung, um Bewegung, um den Fortschritt. Das ist die Rune, die fördert heilsame Beziehungen. Das würde hier passen zu der Hochzeit. Ne? Es geht auch um die Kontakte, die man hat im Innen und im Außen. Also wo möchte man vielleicht gar nicht raus, wo möchte man gar nicht Kontakte pflegen. Wo tut uns aber auch etwas gut, was mit unseren Mitmenschen zu tun hat. Die Rune bringt auch zusammen, was zusammengehört. Sie fördert den Kontakt zum Reich der Tiere. Auch, also nicht nur Haustiere, sondern sogar Wildtiere. Und die bringt auch so ein bisschen das Überraschende mit, denn hier wird gesagt, dass man sich nicht wundern soll, wenn ganz ungewöhnliche und berührende Begegnungen stattfinden, auch mit Tieren. Die Rune hilft auch so ein bisschen mehr, die Schwingung der Tiere zu verstehen und aufzunehmen. Sie intensiviert den Kontakt zum Krafttier. Das Pferd ist ja auch so ein Lasttier. Ne? Es dient anderen, es nimmt Arbeit ab. Es geht darum, in Bewegung zu kommen, aus der Stagnation raus,
sich von einem Platz wegzubewegen, wo man eigentlich nur noch aus Gewohnheit ist. Und es geht um einen neuen Menschenkreis und es geht auch um ein bisschen Abenteuer. Da jetzt hier das Krafttier oder die Verbindung zum Krafttier hoch ist, nehmen wir einfach mal noch eins. Ja, das ist schon mal schön. Der Strauß bringt uns Gerechtigkeit mit. Wenn es irgendwo strittige Angelegenheit gibt, dann wird es fair und gerecht gelöst. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Geduld. Hier ist auch der Strauß, wenn der losrennt, ist er auch in einer Bewegung, in einer starken Bewegung. Der Strauß sagt auch, dass alles ordnungsgemäß läuft und nach den göttlichen Gesetzen. Möglicherweise können wir hier nicht gleich erkennen, wo die Gnade drin besteht, aber wir werden das irgendwann verstehen. Der Strauß sagt auch wieder, halte dich fit, geh in Bewegung, verbinde dich aber auch immer wieder. Und es geht ein bisschen um das Mitschöpfertum, das wir hier haben auf dieser Erde in unserem Leben. Hier sind auf jeden Fall friedliche Lösungen und Entwicklungen zum Wohle aller zu sehen. Und man darf hier mal ein Bild des Friedens erzeugen. Spannend. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr? Sei einfach du selbst und ihr dürft mit einer freudigen Überraschung rechnen. Also hier geht es darum, dass man sich annimmt, so wie man ist, dass man sich auch daran erfreut, dass man nicht so hart zu sich selbst ist. Authentizität. Und sehr bald wird etwas sehr Gutes geschehen. Hier rechnet man vielleicht nicht mehr mit irgendwas und bekommt dann eine freudige Überraschung. Ihr habt das perfekte Timing. Also auch ein guter Zeitpunkt im Jetzt, dass man vorwärts geht. Und ihr habt hier die Schwangerschaft. Hier ist es so, dass man mit etwas schwanger geht, mit einem Projekt, mit irgendetwas, was seine Zeit braucht, bis man es auf der Welt sehen kann. Man hat den guten Zeitpunkt auch tatsächlich, um etwas in die Welt zu rufen, das später einen großen Segen bringen wird. Vielleicht ist es auch an sich eine fruchtbare Zeit in jeglicher Hinsicht. Wir haben die Linde mit Gemeinschaft macht stark. Das ist so ein bisschen von der anderen Seite auch noch was mit. Da sucht man sich Gesellschaft, man hat herzliche Begegnungen, man macht etwas mit anderen zusammen. Man ist gesellig, man holt sich Unterstützung. Und ihr habt von den Runen die Erdung. Hier ist die Kraft zur Manifestation. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wie heißen die Tiere? Ein Stier ist es nicht. Ein Auer. Also es ist ein Auerochse. Hier hat man irgendwo eine stabile Basis, man steht auf gutem grünen Boden. Es geht um Halt, es geht um Stabilität, Erdung, Verbindung mit Mutter Erde. Der Auerochse ist hier tatsächlich ein Stier, der ohne nachzudenken losrennt und sein Ding macht, ohne Rücksicht auf die Konsequenz. Deshalb ist es gut, dass man hier Erdung hat und Ausgleich. Dann hat man auch so einen festen Standpunkt. Man steht mitten im Leben und man kann aktiv sein, weil man einfach einen guten Boden unter den Füßen hat. Die Rune bringt mit, dass man sehr gut manifestieren kann. Das sieht man ja hier auch. Man geht mit etwas schwanger, man manifestiert sich etwas, was entweder dem Bankkonto dient oder einem regelmäßigen Auskommen. Die Rune verbindet auch Erde und Feuer miteinander.
Und hier ist auch sehr viel körperliche Energie im Bereich der Anziehungskraft. So, und man kann unter dem Einfluss der Rune erfolgreich Dinge zum Abschluss bringen, die man schon lange vor sich her schiebt. Und dies mit Leichtigkeit und tatsächlich fruchtbarem Boden, das wiederholt sich. Also das ist für euch die beste Zeit jetzt. Und weil wir auf der anderen Seite Kraft hier haben, kriegt ihr hier von mir noch ein Vögelchen. Und was haben wir hier? Die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich drücke euch bis Montag.